Willkommen zurück in Mondes Küche. Heute wird mal nicht gekocht, heute wird gebacken. Und ich sage gleich vorweg, ich bin eigentlich überhaupt kein Bäcker. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen Kuchen gemacht habe. Heute gibt es aber, oder soll es geben, einen Cheesecake. Glutenfrei ist bei Cheesecake gar nicht so unüblich eigentlich. Kann man gut glutenfrei machen, meistens oder in den meisten Rezepten, aber ohne Boden. Ich versuche heute einen mit Boden zu machen und da der so ein bisschen auskühlen muss, bevor dann die eigentliche Cheesecake-Masse kommt, mache ich den auch zuerst. Ich würde sagen, los geht's. Dazu erstmal Butter auf den Herd und schmelzen lassen. Die Mengen stehen alle unten im Rezept, also kein Stress, ihr braucht nicht mitschreiben. Backpapier auf die Form, Ring drüber. Für den Boden habe ich einfache glutenfreie Butterkekse. Die werden jetzt einfach ein bisschen verprügelt. Dann das ganze Keksmassaker und die Butter vermengen. Und im Grunde ist das auch schon der fertige Boden. Nicht super geistreich, wird auch in sehr vielen Rezepten benutzt, also nichts Außergewöhnliches. Aber einfach, schnell gemacht und ich finde besser als ganz ohne Boden. Bevor ich den Boden reinmache, schmiere ich aber den Rand hier noch ein bisschen mit Fett ein, damit ich es gleich nicht mehr so viel bewegen muss. Außerdem habe ich hier etwas Speisestärke, die ich ebenfalls an den Rand mache. Ja, es ist nicht perfekt. Ich bin kein Bäcker. Klappe zu. Dann mache ich aber den Boden rein. Mal gucken, ob das von der Menge her passt. Ja, da geht noch was. Und schön verteilen. Wie bröselig oder fein man das klopft am Anfang, das würde ich sagen, ist Geschmackssache. Ich finde ja, so ein paar Stückchen sind noch ganz nett. Während der Ofen auf 160 Grad vorheizt, habe ich jetzt hier 1 Kilo Quark. Ich habe Magerstufe genommen. Dazu kommt jetzt noch Mascarpone. Zucker natürlich, wovon die Kamera mal wieder das meiste nicht aufnehmen wollte. Dry ganze Eier. An der Stelle alles glatt rühren. Ich mache das erstmal, ich glaube mit dem Schneebesen müsste eigentlich gehen. Ansonsten halt die Maschine. Mal schauen. Super easy. Berlin in Convenience. So, das sieht doch ganz nett aus, oder? Sieht auf jeden Fall lecker aus. Dann kommen dazu 2 Pack Puddingpulver. Vanille natürlich. Dafür wird der gute Doktor bemüht. 2 Esslöffel Speisestärke. Gucken, ob ich das hinbekomme, ohne hier alles einzusauen. So wie meine Küche gerade aussieht. Eins. Weiß ich wieder, warum ich nicht backe. Oder selten backe. Und dann 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Wird schon passen, wa? Und dann nochmal schön verrühren. Möglichst ohne noch mehr Dreck zu verteilen. So, ich glaube, die meisten Klümpchen sind jetzt weg. Sieht soweit recht homogen aus. Abschließend dann noch Sahne, flüssige Sahne. Und dann den Schaft einer Zitrone dazugeben.
Und alles unterrühren. Und dann das Ganze natürlich auf den Boden. Schöne Schüssel auskratzen. Und raus damit. Eine etwas awkward Pose hier. Und bevor jetzt irgendwer sagt, warum benutzt er denn dafür nicht einfach seinen Flux Capacitor? Nochmal, ich bin kein Bäcker, ich hab nix. Dass ich hier so eine Gummipieps habe, ist schon das Krasseste, was ich am Back. Selbst die Form musste ich mir leihen übrigens. Vielen Dank dafür nochmal. Du weißt, wer du bist. So. Oh, guck mal, wie geil das funktioniert. Einfach ein bisschen schunkeln. Sehr schön. So, jetzt kommt das erstmal für 15 Minuten zum Anbacken bei diesen 160 Grad Ober-Unterhitze in den Ofen. 15 Minuten hat es jetzt Zeit zum Anbacken. Jetzt Temperatur runter auf 150 Grad und dann circa 40 Minuten drin lassen. Dann schauen wir mal. 40 Minuten sind jetzt um. Er sieht für mein Empfinden nach etwas hell aus. Ich hätte mehr Bräunung erwartet, aber das ist das Rezept und das probiere ich aus. Also schauen wir mal. Aus der Perspektive sieht es schon gar nicht mehr so schlimm aus. Der darf jetzt erstmal eine Weile abkühlen, ein paar Stunden tatsächlich. Und dann schauen wir es uns mal im Detail an. Nachdem er 4 Stunden abgekühlt hat, war es leider schon mitten in der Nacht und zu spät, um das hier noch aufzunehmen. Ich konnte aber, wie ihr vielleicht sehen könnt, nicht alle Schleckermäuler davon abhalten, sich was davon zu nehmen. Ich habe es dann schon, wie man sieht, befreit von der Kuchenform und in den Kühlschrank gestellt. Und wie man auch sieht, auf einem ganz normalen Teller, denn auch eine Kuchenplatte habe ich nicht. So, aber jetzt zeige ich euch natürlich noch, wie es geworden ist. Auf geht's! Also jetzt war natürlich schon eine Nacht im Kühlschrank, das heißt, er ist schon etwas fester, als er gestern noch war. Also der Boden gefällt mir schon mal sehr gut, weil nicht zu präsent, nimmt nicht von der Cremigkeit weg, man hat aber trotzdem so einen leichten, fast noch crunchigen Biss. Die Stücke von den Keksen gerne ein bisschen größer lassen tatsächlich. Die Masse selber ist schon sehr mascarponig im Sinne von, also von der Konsistenz her, also schon schön cremig, aber relativ zäh, also fest cremig. Und nicht so fluffig, nicht luftig, natürlich. Wir haben nichts gemacht, was es fluffig oder luftig machen könnte. Also ist sehr lecker. Ich kann durchaus empfehlen, den nachzumachen. Ich sag mal so, wenn ich in eine High-End-Patisserie gehen würde, dann würde ich was Besseres erwarten, was Fluffigeres. Aber wenn ich ein paar Freunde zum Kaffeekuchen einlade und jemand bringt einen Käsekuchen mit, dann ist das sowas, was ich erwarten würde. Also die klassische, wie man es vom typischen Käsekuchen her eigentlich kennt, etwas festere, aber doch cremige Konsistenz. Sehr lecker, gerne nachmachen. Es gibt unendlich viele Rezepte, es gibt mit Sicherheit auch bessere Rezepte. Aber ich bin ganz zufrieden dafür, dass es auch wirklich leicht zu machen ist, das muss man auch sagen. Also es ging ja wirklich
Ratzfatz. Also, guten Appetit. Abonnieren, liken, den ganzen Kram, ihr wisst Bescheid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin.